Hallo, liebe Deutschlernende. Heute sprechen wir über den Konjunktiv 2. Wir lernen, wie man Modalverben im Konjunktiv 2 verwendet und wir schauen uns auch die wichtigen Formen sein, wäre und würde an. Mit diesen Formen könnt ihr Wünsche ausdrücken, höflich fragen und über Situationen sprechen, die nicht real sind. Konjunktiv 2 mit Modalverben. Modalverben im Deutschen, wie viele gibt es und welche sind das? In der deutschen Grammatik gibt es 6 Modalverben: dürfen, können, sollen, mögen, wollen, müssen. Wie bildet man Sätze mit Modalverben? Um einen Satz mit einem Modalverb zu bilden, brauchst du noch ein weiteres Verb, Vollverb, zum Beispiel arbeiten, gehen, sehen etc. Das konjugierte Modalverb steht an zweiter Stelle im Satz und das Vollverb im Infinitiv steht am Satzende, zum Beispiel: Sie will nach Hause gehen. 1. Sollten. Verwendung: Sollten ist die Konjunktiv-II-Form von sollen. Es wird verwendet, um Ratschläge oder Empfehlungen zu geben. Wie konjugieren wir sollen im Konjunktiv 2? Ich sollte. Du solltest. Er, sie, es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie sollten. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Du solltest mehr Wasser trinken. Du solltest mehr Wasser trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Du solltest für den Test gut lernen. Du solltest für den Test gut lernen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Frau Müller sollte weniger arbeiten. Frau Müller sollte weniger arbeiten. 2. Könnten. Verwendung: könnten ist die Konjunktiv-II-Form von können. Es wird verwendet, um höfliche Vorschläge, Möglichkeiten oder hypothetische Situationen auszudrücken. Wie konjugieren wir können im Konjunktiv 2? Ich könnte. Du könntest. Er, sie, es könnte. Wir könnten. Ihr könntet. Sie könnten. Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest morgen ins Kino gehen. Du könntest morgen ins Kino gehen.
Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Wir könnten zusammen lernen. Wir könnten zusammen lernen. Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Habt ihr einen Tipp für mich? Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Lasst uns zusammen üben. Das nervt die Deutschen, die längsten Bürostunden. Formulieren Sie Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre im Büro. Ab und zu Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Besonders Telefon, nicht zu laut sprechen.
Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. 1. Was ist Konjunktiv 2 überhaupt? Der Konjunktiv 2 wird im Deutschen benutzt, um über unwirkliche, hypothetische oder gewünschte Situationen zu sprechen. Man kann ihn auch benutzen, um höflicher zu klingen oder um indirekt zu sprechen. Das Wort wäre ist die Konjunktiv-2-Form des Verbs sein. Wir verwenden wäre, wenn sein das Hauptverb im Satz ist. Beispiele: Ich bin schlank. Ich bin schlank. Ich wäre gerne schlank. Ich wäre gerne schlank. Ich bin reich und selbstständig. Ich bin reich und selbstständig. Ich wäre gerne reich und selbstständig. Ich wäre gerne reich und selbstständig. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Es wäre wunderbar, wenn ich am Strand läge und einen Mojito trinken könnte. Es wäre wunderbar, wenn ich am Strand läge und einen Mojito trinken könnte. Endlich bin ich bei dir zum Abendessen. Endlich bin ich bei dir zum Abendessen. Es wäre super, wenn ich jetzt bei dir sein könnte. Es wäre super, wenn ich jetzt bei dir sein könnte. Ich wäre jetzt gern am Meer. Ich wäre jetzt gern am Meer. Es wäre schön, dich wiederzusehen. Es wäre schön, dich wiederzusehen. Wenn ich älter wäre, dürfte ich allein reisen. Wenn ich älter wäre, dürfte ich allein reisen. Das wäre eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee. 3 Würde plus Infinitiv für die meisten anderen Verben. Würde ist die Konjunktiv-2-Form von werden und wird als Hilfsverb benutzt. Wir verwenden Würde plus Infinitiv, wenn das Hauptverb nicht sein ist. Ich wäre gerne schlank. Ich wäre gerne schlank. Ich würde eine Diät machen. Ich würde eine Diät machen. Es wäre ideal, wenn du die Hochzeit mit uns feiern könntest. Es wäre ideal, wenn du die Hochzeit mit uns feiern könntest. Ich würde gerne die Hochzeit mit euch feiern, wenn der Chef mir einen freien Tag gibt. Ich würde gerne die Hochzeit mit euch feiern, wenn der Chef mir einen freien Tag gibt.
Es wäre toll, wenn ich dich am Wochenende besuchen könnte. Es wäre toll, wenn ich dich am Wochenende besuchen könnte. Ich würde dich am Wochenende besuchen, falls du Zeit hast. Ich würde dich am Wochenende besuchen, falls du Zeit hast. Ich würde mehr Sport machen, wenn ich Zeit hätte. Ich würde mehr Sport machen, wenn ich Zeit hätte. Wir würden in den Urlaub fahren, wenn wir genug Geld hätten. Wir würden in den Urlaub fahren, wenn wir genug Geld hätten. Er würde dir helfen, wenn er könnte. Er würde dir helfen, wenn er könnte. Ich würde dieses Buch kaufen, aber es ist zu teuer. Ich würde dieses Buch kaufen, aber es ist zu teuer. 4. Der Unterschied auf einen Blick. Situationform. Beispiel. Hauptverb sein wäre, ich wäre glücklich. Hauptverb nicht gleich sein würde. Plus Infinitiv, ich würde reisen. 5 typische Fehler vermeiden. Viele Lernende sagen, ich würde sein müde, aber das ist falsch. Richtig ist, ich wäre müde. 6. Vergleichsbeispiele gemischt. Wenn ich reich wäre, würde ich die Welt bereisen. Wenn ich reich wäre, würde ich die Welt bereisen. Es wäre toll, ein Haus am Meer zu haben. Es wäre toll, ein Haus am Meer zu haben. Ich würde ein Auto kaufen, wenn ich könnte. Ich würde ein Auto kaufen, wenn ich könnte. Das wäre ein schönes Geschenk. Das wäre ein schönes Geschenk. Das war unsere Einführung in den Konjunktiv 2 mit Modalverben sein, wäre und würde. Mit diesen Strukturen könnt ihr euer Deutsch auf B1 oder sogar B2-Niveau verbessern. Übt regelmäßig mit Beispielen, dann werdet ihr schnell sicherer im Sprechen und Schreiben.